Becky und ich bin wieder am Start für euch mit einem neuen Halloween-Video. Um genauer zu sein, wird es wieder ein Halloween-Makeover, Zimmer-Makeover. Ich hoffe natürlich, euch gefällt das Video, weil erst war ich mir nicht ganz so sicher, soll ich euch da wieder mitnehmen, soll ich dazu ein Video machen oder nicht. Deswegen dauerte das alles so ewig, Leute, mit dem Hintergrund, weil ich war mir so unsicher, weil ich wusste nicht, soll ich das jetzt einfach so machen und ihr seht dann plötzlich den Hintergrund, habt ihr überhaupt Bock drauf oder nicht? Leute, mir gehen dann 1000 Gedanken durch den Kopf, ehrlich. Oder soll ich das vielleicht auf dem anderen Kanal, Beckys Live, hochladen? Übrigens, falls ihr noch nicht folgt, tut das unbedingt, weil sonst verpasst ihr einen Haufen Videos. Aber da immer mehr sich beschwert haben und mit mir geschimpft haben, sorry Leute, dachte ich mir, okay, dann nehme ich euch halt einfach mit. Wahrscheinlich habt ihr Lust drauf, hoffe ich doch natürlich. Und ganz viele von euch haben Bock auf mehr Halloween-Videos. Wollt ihr das unbedingt, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da, weil dann weiß ich Bescheid, Leute. Und vielleicht machen wir dann einen Halloween-Countdown oder sowas. Also, ich würde sagen, bei 13.000 Daumen nach oben, ja, 13, die verfluchte Zahl, dann mache ich das auf jeden Fall, weil eigentlich steht jetzt während der Herbstferien wieder viel an. Also habt ihr Bock drauf, dass ich euch da mitnehme? Lasst es mich gerne mit ein bisschen Support wissen. Darüber würde ich mich halt mega, mega freuen. Und schreibt mir auch gerne wieder eure Spooky-Stories in die Kommentare. Habt ihr irgendwas jetzt schon im Oktober Gruseliges irgendwie erlebt oder so? Lasst es mich gerne wissen. Oder während Halloween mal. Habt ihr gruselige Halloween-Stories? Immer her damit. Kommt schon. Gebt mir die gruseligen Halloween-Stories. Auf jeden Fall lasst gerne ein Abo da, aktiviert die Glocke, verpasst ihr kein neues Video hier und seid Teil von Team Becky. Und ich würde sagen, wir legen jetzt mit dem Makeover los. Bevor es gleich ab in die Stadt geht, weil ich dachte mir, da gucke ich noch so ein bisschen. Mal gucken, ob ich hier und da vielleicht das eine oder andere Teil noch finde. Jedenfalls dachte ich mir, checken wir noch eben kurz Pinterest aus, damit ihr wisst, was ich meine. Und zwar, was mir dieses Jahr aufgefallen ist, was super beliebt ist einfach rosa-weiße Halloween oder bunte Halloween. So oft habe ich das gesehen und das findet man auch überall auf Pinterest. So weiß-rosa, also so ein Pastellrosa, ne? Nicht so ein Knallpink, aber auch ein bisschen orange manchmal. Hier und da sieht man einen orangen Kürbis. Ich muss mal gucken, wie ich das irgendwie einbinden kann, weil das schon irgendwie zu Halloween gehört. Oh mein Gott. Überall diese Disco-Steinchen drauf. Sehe ich auch so oft immer. Habe ich in Amerika auch richtig oft gesehen. Ich wünschte, davon hätte ich mehr mitnehmen können, aber unmöglich. Da hätte ich schon fast umziehen müssen, Leute. Ich brauche da bestimmt einen Container oder so. Girlanden siehst du auch richtig oft mit vielen Geistern. Generell Geister. Voll das Ding. Manche kombinieren das auch mit ein bisschen Schwarz, aber Schwarz ist nicht so mein Fave. Aber ich schau mal. Gold haben auch einige dazu kombiniert. Aber ansonsten, ja, bunte, fast so Flower Power Halloween sind schon in. Habe ich auch sehr viel von in Amerika gesehen. Aber Geister findest du halt überall. Und das ist auch das Thema, was ich halt machen wollte. Rosa-weiße diesmal. Halloween. Letztes Jahr hatte ich ja eher so schwarz-weiß, aber auch mit vielen Geistern. Geister bleiben, aber statt schwarz gibt es mehr rosa. Ja, das ist der Plan. Mal gucken, ob es hinhaut, ob es nachher schön aussieht und euch auch gefällt natürlich. Jedenfalls checken wir die Läden aus und dann geht es ab zum Umstyling. Tada! Da bin ich, Leute! Ich höre ein kleines Gespenst hier drin. Kommt das Gespenst? Sind Gespenster hier anwesend? Oh, da kommt das Gespenst. Da kommt das Gespenst. Das Gespenst ist da. Einige fragen mich immer, Becky, wo ist Fluffy? Sie schläft eigentlich immer auf Bernhard. Da haben sich zwei gefunden. Das ist voll komisch. Richtig komischer Zufall. Ich habe sie nie auf Bernhard draufgelegt oder so. Sie liegt immer auf seinen Füßen, weil der Bernhard liegt bei mir im Zimmer. Deswegen, das ist quasi ihr Hundebett geworden. Oder wenn ich zum Beispiel zocke, dann ist sie unter meinem Gaming-Tisch. Oder sie ist halt in ihrem Hundebett, in ihrem Prinzessinnenbett. Aber ja, nicht wundern, falls sie ein Geisterhecheln hört. Es ist Fluffy. Wie immer gibt es ein Vorher, Nachher. Das ist vorher. Das war halt mein Sommerhintergrund. Und da sind einige abgefallen. Die hatten schon keinen Bock mehr. Und ja, mit den Decken hier hinten, ich weiß noch nicht, ob ich die so lasse oder ob ich die austausche. Mal gucken. Aber ich glaube, das könnte passen zum Hintergrund. Obwohl, der Spiegel wäre eigentlich ganz nice. Vielleicht lasse ich den auch. Ich werde mal schauen.
Leute, wisst ihr, was voll dumm ist? Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, wo sind diese Haarspangen? Ich habe sie den ganzen Sommer gesucht, die waren hier drin. Warum habe ich die da reingetan? Oh mein Gott, so richtiger Becky-Moment. So richtig lost, Leute, ich sag's euch. Das Buch hatte ich auch gesucht. Sag mal, bin ich blöd? Alter, ich fühle mich dumm, ne? Ich fühle mich richtig dumm gerade. Die Bilder werden natürlich auch wieder ausgetauscht. Das hier muss natürlich auch weg. Leider ist es eigentlich voll schön. Hier passt aber wieder direkt etwas hin und das kann ich direkt auch schon so aufhängen. Und zwar mein 3 Uhr Nachtsbild natürlich. Es ist aus dem Pink. Also noch besser geht's nicht. Übrigens, Leute, habt mal bitte ein Auge auf Annabelle. Ihr wisst, die ist plötzlich aufgetaucht wieder. Und wisst ihr, was gerade richtig Seltsames passiert ist? Ich habe einfach mal Annabelle vor Fluffy so gehalten. Und Fluffy ist direkt weggelaufen vor ihr. Und dann habe ich diese andere Plüschpuppe da aus Hawaii vor ihr gehalten. Da lief sie hin. Ich verstehe das nicht, ne? Normalerweise liebt sie alles, was so rumliegt. Egal was es ist. Sie schnappt sich alles, ne? Sei es Taschentücher, vielleicht mal ein Schuh oder halt, ja, so eine Puppe oder so. Aber die wollte sie nicht haben. Das da kommt wahrscheinlich auch noch weg. Auf jeden Fall werde ich jetzt erstmal die Oberflächen hier sauber machen, den Spiegel und so. Bisschen staubig hier geworden. Dann mache ich noch das Sofa sauber. Alter, wie sie ja chillt. Diesmal wird wieder alles nach Kaugummi riechen, weil ich habe hier meinen Pink Bubblegum Cleanser. Und ja, super, funktioniert echt toll. Hört sich wieder sehr schön an. ASMR für euch. Nicht. Dazu gibt es Mickey Maus Küchenrolle. Becky, die Putzfrau. Wie wär's denn mal damit, wenn du schon hier wohnst, dass du auch mal putzt? Nicht nur chillen. Was ist das? Die wohnt hier einfach kostenlos in der heiligen Waschmaschine normalerweise. Bricht aus ihrem Hochsicherheitstrakt schon aus. Und dann trägt sie noch nicht mal was zum Haushalt bei. Richtig frech. Ja, ich meine dich. Schäm dich. Hallo. Hier gehen wir eben mal kurz mit dem Staubtuch rüber. Das Sofa ist jetzt auch auf jeden Fall leer. Alles ist leer. Die Bommellichterkette könnte eigentlich ganz gut zu der Girlande passen. Deswegen lasse ich sie erstmal da für ein bisschen Licht dann. Ich dachte mir aber, was ich auf jeden Fall hinstellen werde, sind diese Geister hier. Die sehen so cool aus. Die fühlen sich auch fast so an wie aus Stoff einfach. Die leuchten auch so cozy. Sieht aber jetzt noch farblos aus, Leute. Da kommt auf jeden Fall noch mehr Pink dazu. Schauen wir mal eben, was wir vielleicht in den Hintergrund packen könnten. Also ich hätte einmal hier diesen Geist im Angebot. Der ist eigentlich so hellrosa. Ich weiß nicht, ob man das so gut erkennen kann. Ich glaube nicht. Dann haben wir diese beiden hier. Die könnten vielleicht da oben rauf in die Mitte. Vielleicht sieht das ganz cool aus. Ich habe aber auch noch solche Geist-Plushies. Vielleicht sehen die auch besser aus. Wir müssen mal schauen. Und da ist das ein Pärchen. Guckt mal, wie niedlich die beiden sind. So cute. Vielleicht tun wir aber auch so ein Pumpkin hier in die Ecke, vielleicht auf das Sofa rauf, dachte ich mir. So viel zum Thema Schwarz-Rosa. Eigentlich wollte ich ja nicht so wirklich was in Schwarz-Rosa haben, aber der sah schon nice aus, Leute, mit so einer schwarzen Katze drauf. Hat mich so an Hokuspokus erinnert. Und dann habe ich noch solche hier. Die sehen einfach mal so aus wie Eis hier oben, mit so Streuseln, voll nice. Dann habe ich noch den hier mit dem Gesicht drauf. Weiß nicht, ob man das erkennen kann, aber der ist auch so gemacht wie so ein Kuchen, wie so ein Cupcake. Dann so viel zum Thema rosa-schwarz. Ich habe nichts anderes gefunden hier. Der kann sogar leuchten. Vielleicht werde ich den auf den Tisch hier stellen oder vielleicht oben drauf. Wir haben hier auf jeden Fall die Girlande und da ist auch schwarz dabei. Genauso auch wie bei der anderen. Leute, ich glaube, es wird schwarz-weiß-rosa. Ich glaube, wir kommen nicht drum rum. Ich habe auch noch so eine süße mit einer Fledermaus geholt. Oder halt die hier, ne? Die haben so eine Schleife. Leute, schreibt mal gerne, was ihr besser findet. Aber ich glaube, ich finde die mit Hey Boo besser, weil da noch was draufsteht. Also irgendwie habe ich mir das schöner vorgestellt. Aber das passt ja gar nicht. Das ist auch vor dem... Nein, das passt nicht. Verdammt. Okay, das sieht tausendmal besser aus. Und vielleicht kann die Pom-Pom-Girlande dahinter sogar bleiben. Tada! Kurz versteckt und... Das ist nice. Das gefällt mir so, so viel besser. Und dann habe ich auch noch so kleine 3 rosane Kürbisse. Die können alle leuchten. Vielleicht tue ich die oben drauf, ne? Ich glaube, ich muss rumprobieren, Leute. Ich habe da noch so einiges gefunden. Und zwar hätten wir einmal hier noch eine Hexe in einem rosanen, fahrenden Kürbis mit einer Katze
Katze und einem Geist. Richtig süß. Also den werde ich auf jeden Fall aufstellen. Ich weiß noch nicht, ob oben oder hier unten. Diese Girlande hier hatte ich schon vor einiger Zeit mitgenommen. Die habe ich bei TK Maxx gefunden. Wie süß sind bitte diese Fledermäuse. Vielleicht hänge ich die auch einfach so auf, dass es so runterhängt. Wäre auch ganz cool. Dann darf natürlich eine Duftkerze nicht fehlen. Da habe ich so eine rosane mitgenommen. Den Geist fand ich ultra cool auch. Den habe ich auch noch mitgenommen. Der ist von Tiger. Und da gab es so eine süße Lichterkette. Vielleicht werde ich die woanders aufhängen, aber die war so süß. Irgendwie musste ich da an Ghibli denken. Das könnte auch gut in die Mitte passen, ne? Ich muss echt ausprobieren. Aber es könnte auch zu viel an Geistern sein, ne? Wenn ich jetzt so sehe. Tun wir die Hexe vielleicht hier oben drauf? Passt das überhaupt dann noch? Oder vielleicht hier daneben? Das könnte cool aussehen. Vielleicht könnte man das so lassen, ne? Ich wollte auch noch unbedingt, Moment, das muss ich auch noch holen, diese Standardfledermäuse aufhängen oder die leuchten können. Aber die leuchten lila. Aber die sind ultra beliebt dieses Jahr. Zufälligerweise hatte ich das schon vorher gekauft, aber ich wusste da noch nicht, dass die in sind. Jetzt sind die ultra gehypt, habe ich gesehen auf TikTok und Instagram und so. Ich habe die so oft in so Kurzvideos gesehen. Aber die sollen echt cool aussehen. Deswegen, vielleicht benutze ich die, weil ich meine, wozu habe ich die geholt? Aber es ist halt lila. Aber stört mich nicht wirklich, weil es ist halt Halloween und ein bisschen lila oder orange fände ich jetzt auch nicht so schlimm. Und zuletzt werden wir auf jeden Fall die Bilder ranmachen. Keine Sorge, die kommen auch noch. Aber ich würde sagen, ich mache jetzt erstmal das Sofa, weil der Rest, da bin ich echt gerade ein bisschen überfordert. Ich weiß nicht, wo ich was hinstellen soll. Ein bisschen gruselig, wie Annabelle da sitzt. Guckt euch die Füße an. Vielleicht so in der Art. Keine Ahnung, ob das gut aussieht, aber vielleicht lassen wir es erstmal so. Was aber auf jeden Fall in den Hintergrund kommt, sind diese Kissen hier. Und zwar habe ich diese Kissenbezüge von Amazon, Leute. Ich habe die da gefunden. Ich fand die so süß. Guckt euch einfach mal an, diese kleinen Geister. Und die sind so flauschig. Wie schön sieht das jetzt schon aus? Oh mein Gott, das passt so gut zusammen. Und den großen Kürbis hier in die Mitte. Ist das zu viel? Es könnte vielleicht zu viel sein. Oder muss er weiter hinten stehen? Oh, vielleicht sollte er doch lieber auf dem Tisch stehen. Oh yes, das ist spooky. Da passt er auf jeden Fall hin. Die 3 kleinen könnten eigentlich hier stattdessen hinpassen. Die wären eigentlich ganz süß. Und tada, so sieht es jetzt erst einmal aus. Mal gucken, ob es gleich gut aussieht, wenn alles leuchtet, weil ich werde gleich Batterien reinmachen. Ich habe mich doch für was Schwarzes entschieden, weil so finden sich die Farben wieder. Auf jeden Fall leuchtet das, glaube ich, so ein bisschen mehr bunt. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Das hatte ich ja schon letztes Jahr. Aber falls da lila dabei ist, findet sich das mit dem da oben wieder. Und wenn dann noch die Fledermäuse dazukommen, ist ja auch noch lila dabei. Also es könnte vielleicht gut aussehen. Und hier unten auf dem Tisch ist es auch so gut wie fertig. Hier kommt noch ein Teelicht rein, also so ein elektronisches. Und ja, bei dem Ding bin ich mir noch nicht sicher, ob ich es da lasse. Ich dachte, das sieht vielleicht ein bisschen mehr spooky aus mit so Kerzen und so. Das ist eigentlich auch eine Duftkerze. Also mal gucken, aber es gefällt mir auf jeden Fall schon mal. Mal gucken, ob ich das Efeu noch austausche mit meiner Lichtergirlande von unten aus meinem Zimmer. Weil da habe ich so Herbstblätter, aber das ist halt orange. Ich weiß nicht, ob ich das so lassen soll oder nicht, Leute. Ihr könnt es mal gerne in die Kommentare schreiben. Was meint ihr? Ich habe jetzt die Fledermäuse reingemacht. Eigentlich sieht das ganz cool aus, aber würde ich sagen, dass sie den Hype wert sind? Nein, auf gar keinen Fall, weil alle musst du einzeln wieder ausschalten, was voll nervig ist. Also ich finde es voll nervig. Sieht aber ganz cool aus, aber ich finde, die ganz normalen Fledermäuse reichen auch vollkommen aus. Aber egal, ich lasse es jetzt einfach so, weil ich habe die jetzt extra geholt. Und das passt eigentlich auch ganz gut zu dem Neonlicht daneben. Jetzt seht ihr es besser. Sieht so ein bisschen nach Gewitter gerade aus. Eigentlich ganz cool. Es ist schon so dunkel geworden. Eigentlich ganz gut, weil so kann ich euch die Lichter nachher besser zeigen. Und zwar werde ich jetzt die Bilder hier ranmachen und dann sind wir schon fertig. Und dazu brauchen wir diese Dinger hier. Die benutze ich immer, diese Sticker hier. Und Bilder, Leute. Diesmal habe ich mir die selber ausgedruckt. Erstmal spart man dadurch. Man hat die Bilder, die man gerne benutzen möchte. Und bei Rosa war es überhaupt nicht schwer, irgendwas Cooles zu finden. Ich habe die mir einfach selber ausgedruckt jetzt. Und ja, das werde ich jetzt zusammenstellen. Und dann kommt das Ganze an die Wand. Und es wird bestimmt so cool aussehen, Leute. Ich habe so nice Bilder gefunden. Guckt ihr euch einfach mal an. So cool. So schön rosa, so schön spooky. Endlich ist mein Halloween-Makeover fertig und jetzt zeige ich euch alles.
Wie findet ihr ihn von 1 bis 10? Schreibt es jetzt in die Kommentare. Ich dachte erst, das Schwarz passt nicht so ganz. Aber es ist noch dezent und macht das Ganze noch ein bisschen mehr spooky als zu süß. Also ich bin wirklich happy damit. Und ich würde sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Es wird wahrscheinlich wieder Halloween-mäßig, also bleibt dran. Und bis dahin, ich habe euch so da lieb. Bye! Und schön spooky bleiben, Leute. Ich hoffe, ihr habt euch nicht erschrocken. Sieht ein bisschen komisch aus, sorry.